Hallo, ich begrüße euch bei der Vorstellung einer Initiative, die ich Weiterbildungssenior nennen will. In meinem Alter hat man ein sicheres Grundeinkommen, man bezieht Ruhestandsbezüge und so kann man kreativ sein, wo man das für sinnvoll hält. Mit dieser Erkenntnis suche ich Mitstreiter, die sowohl sich selbst etwas Gutes tun wollen, als auch anderen. Das heißt, sie bilden sich weiter im Netzwerk der Weiterbildungssenioren und sie stellen ihre Erfahrung, ihr Know-how, in diesem Fall, was ich hier vorstellen will, ihr Fachsprachenwissen anderen zur Verfügung. Wir vernetzen uns in dem Wissen und der Erfahrung rund um die Aus- und Weiterbildung. Damit fördern wir die Fach- und Fremdsprachenkenntnisse bei anderen, bei den Zuwanderern. Diese haben in ihrer Heimat wahrscheinlich ähnliche Berufe gehabt wie wir, aber wenn sie dann zu uns kommen, dann haben sie zwar jede Menge Berufserfahrung, aber ihnen fehlt das Vokabular, um das, was sie da in der Heimat als Beruf hatten, auch hier ausfüllen zu können. Es fehlt der Fachjargon. Die Weiterbildungssenioren sind als Kenner der Fachsprache durch deren Weitergabe an diese Menschen, die zu uns gekommen sind, Förderer und helfen dabei, dass sie sich integrieren können. Die Muttersprache, die haben wir so ganz nebenbei gelernt. Die Eltern, die anderen Familienmitglieder, das waren keine Germanisten. Sie haben uns die Sprache beigebracht, indem wir sie einfach im Kontext genutzt haben. Im Kontext mit Nahrung oder mit Spielen oder was auch immer wir da als Kinder getrieben haben. Wir haben die Sprache gelernt und zwar besser als das, was wir später von den Fachlehrern in der Schule beigebracht bekommen haben, in den Fremdsprachen. Und so ähnlich ist das dann auch hier. Wer hier im Kreis von Kollegen den Jargon, den er vielleicht in seiner Muttersprache kennt, dann in Deutsch hört, der empfindet das nachhaltiger, als wenn er ein Fachbuch in die Hand gedrückt bekommt und soll dann daraus die Vokabeln lernen. Das, was die Fachkollegen dann anbieten an Fachjargon, das ist praxisbezogener. Und das ist natürlich das, was wir hier einsetzen sollen. Die Basis zur Vermittlung von Fachjargon und Fachvokabular, das ist unsere jahrelange oder jahrzehntelange Erfahrung. Und das ist das, was hier im Bild auch dargestellt ist. Das ist eine Win-Win-Situation. Rechts im Bild habe ich dargestellt, was Ziel der Wirtschaftssenioren ist. Sie sind Ansprechpartner für junge Unternehmen oder für Menschen, die sich selbstständig machen wollen. Wir, wenn wir dann zusammenkommen als Weiterbildungssenioren, wir sind die Ansprechpartner für Menschen, die nach Flucht und Vertreibung hier Fuß fassen wollen, die sich hier verwurzeln wollen, sich integrieren wollen. Und das können wir sehr gut auf Basis eben unserer jahrzehntelangen Erfahrung. Und dabei setzen wir eben auf die Lernmethode Learning by Doing oder Lernen durch Erfahrung. Wir haben die Erfahrung im Umgang mit der Fachsprache und das ist das, was dort auch benötigt wird. Um die Basis für ein Vokabular zur Fachsprache in den mehr als 300 Ausbildungsberufen, die es in Deutschland gibt, zu bekommen, da habe ich mir eine Systematik überlegt. Die Industrie- und Handelskammern in Zusammenarbeit mit der Kultusministerkonferenz, die stellen Rahmenlehrpläne zur Verfügung für jeden anerkannten Beruf. Das heißt, es gibt da über 300 Rahmenlehrpläne. Und in diesen Rahmenlehrplänen, da findet sich das, was von den Auszubildenden gelernt werden muss. Da steht dann automatisch auch der Fachjargon drin. Und da habe ich, weil ich eben in meinen letzten Jahrzehnten viel mit einigen Ausbildungsgängen zu tun hatte, Industriekaufleute, Fachinformatiker, Kaufmänner oder Kauffrauen für Bürokommunikation gehörten dazu. Da habe ich eben Erfahrung mit diesen Lehrplänen eben in Bezug auf IT-Weiterbildung. Die Rahmenlehrpläne, die kann man systematisch auseinandernehmen, in Worte und Begriffe zerlegen. Das lässt sich eben mit Software ganz schnell machen. Und dann haben wir da einen Wortschatz und da ist meine Erfahrung, dass bei einem Rahmenlehrplan etwa 1.500 bis 2.000 Wortunikate drinstehen und um die 1.000 bis vielleicht 5.500 von diesen Vokabeln, die tauchen sonst
noch nicht auf in diesen Unterlagen, die die Zuwanderer bei ihren Sprachkursen bekommen haben. Als Vergleichswortschatz habe ich da den Wortschatz zum Goethe B1-Zertifikat gewählt und der ist eben auch schon ganz umfangreich mit etwa 5.000 bis 6.000 Worten, die in diesem Dokument vorkommen. Und alle Worte, die eben nicht in diesem Dokument vorkommen, das werden wir gleich sehen, die habe ich markiert. Und das möchte ich also jetzt noch kurz vorstellen. Die Details gibt es dann in einem separaten Video. Aber bevor ich das tue, die Werkzeuge, die ihr, falls ihr dann da mitmacht, kennenlernen werdet, falls ihr das 1:1 nachvollziehen möchtet, was ich hier gleich vorstelle, das ist Word, Excel, PowerPoint wahrscheinlich auch. Das ist ja auch das Programm, was ich hier verwende, um diese Präsentation hier durchzuführen. Da gibt es den Teleprompter, da seht ihr vielleicht gelegentlich, dass ich mit den Augen so ein bisschen nach unten gucke, weil der PC ist eben nur eingeschränkt, ein sinnvoller Teleprompter, aber es geht. Und wer dann mehr noch lernen will als Word und Excel und PowerPoint, der kann dann in diesen Workshops, die wir dann gemeinsam machen und die dann auch kostenlos sind für die, die sich da beteiligen, der kann dann auch noch die Datenbank Access lernen oder ein Lernmanagementsystem, was ich auch einsetze. Da habe ich ja auch schon eine Einheit mit ausländischen Studenten gemacht, die bei mir im Haus wohnten. Und das ist dann eine interessante Perspektive. Dazu kommt dann noch das Karteikartensystem, was viele aus dem Studium kennen, Anki. Damit kann man natürlich auch hervorragend arbeiten. Excel ist ein ideales Programm, um solche Wortsammlungen zu verwalten, ob das für die Medizin ist oder für Fremdsprachen. Alles ist da möglich. Das, was ich eben geschildert habe, will ich hier noch zeigen. Ein erstes Fallbeispiel. Da habe ich mir die Industriekaufleute vorgenommen. Die Industriekaufleute, das ist eine Ausbildung, die ist immer unter den Top 10 der jährlichen Berufsanfänger zu finden. Ich habe hier eine Arbeitsmappe, die ich gleich noch ansatzweise vorstelle. Da sind 9000 Links enthalten und die habe ich zusammengestellt auf der Basis von nur 7 Formeln, damit diese Wortschatzsammlungen, die dann von mir oder von euch, wenn ihr da mitmacht, ergänzt werden um jeweils einen Satz pro Wort aus dieser Wortschatzsammlung. Die werden dann automatisch verknüpft via Excel mit Suchmaschinen, mit Wörterbüchern, mit Tools, um dieses in Fremdsprachen zu übersetzen. Und da gibt es natürlich auch schon viele künstliche Intelligenz, die da zum Einsatz kommt, sei es bei DeepL oder bei Google Translate oder überhaupt bei den Suchmaschinen. Hier auf diesem ersten Blatt, da sind die Informationen, wo die Daten herkommen, und man kann sich auch schon hier mit Videos beschäftigen, die diesen Ausbildungsgang ersetzen. Man sieht auch einen kleinen Einblick in diese Statistik, wie viele Worte sind da enthalten auf den nächsten Seiten. Schauen wir uns das mal an. Ich habe eben 7 Formeln ins Feld geführt, mit denen diese Wortschatzsammlungen dann zusammengestellt sind, die ihr euch dann auch anschauen könnt. Alles ist transparent, nichts ist geheim. Im Detail bringen uns diese Formeln, von denen ich eben gesprochen habe, folgende Dinge. Die erste Formel, die vergleicht das Wort aus dem Rahmenplan mit dem Wortschatz des Goethe B1 Zertifikats der Prüfung oder der Wortsammlung, die dazugehört. Wenn das Wort da drin enthalten ist, dann bleibt die Zeile weiß. Wenn es nicht enthalten ist, wird sie gelb. Also die Fachleute unter euch, die erinnern sich, da gibt es bei Excel die bedingte Formatierung, die hier zum Einsatz kommt. Dazu dient die erste Formel. Die zweite Formel, die betrifft das, was als Übersetzung eines Wortes dann beispielsweise von DeepL geliefert wird. Die dritte liefert die Übersetzung eines Satzes. Bei beiden Formeln, die ich eben nannte, ist es möglich, mit einem Klick vom Englischen in jede andere Sprache zu wechseln, die da unterstützt wird. Das sind bei DeepL so 25 oder 26 Sprachen, je nachdem,
ob man dann Portugiesisch oder Portugiesisch-Brasilianisch als verschiedene Sprachen nimmt oder nur als leichte Variante einer Sprache. Ähnlich ist es ja mit dem Englischen. Da gibt es die US-Version und die Version, die man in Großbritannien spricht. Das nächste, das ist dann ja, nicht nur Übersetzung des Wortes, auch des Satzes, und dann kommt noch dazu die Möglichkeit, das Wort oder den Satz sich vorlesen zu lassen. Das kann, wenn man dieses dann einfach transferiert, und das macht Excel mit einem Klick, in den Google Translator oder Translate Google, so heißt das denn, wenn man die URL beguckt. Und dann hat man die Übersetzung, wo man noch mehr Sprachen auswählen kann, und man kann sich das dann auch im Deutschen vorlesen lassen oder in den meisten anderen Sprachen, die da angeboten werden. Es macht Sinn, sich nicht nur den Satz, den wir uns überlegt haben, anzuschauen, sondern wenn man dann eine Suchmaschine nimmt und dieses Wort sucht, dann findet man automatisch die relevantesten Treffer zu diesem Wort. Da braucht man eine weitere Formel für. Oder wenn man dann den Satz, den wir erstellt haben, nimmt und gibt den in eine Suchmaschine ein, und das macht Excel auch automatisch, dann findet man entweder den Satz so im Internet, und das heißt, wir haben den Satz irgendwo abgeschrieben, oder wir haben den selbst erstellt und der ist schon von der Suchmaschine aufgenommen. Aber wahrscheinlich gilt das Erstere, wir haben den abgeschrieben, beispielsweise aus der Wikipedia. Wenn er nicht zu finden ist, dann findet diese Suchmaschine die Sätze, die dem am nächsten sind, am ähnlichsten sind. Das ist natürlich auch schon ein Vorteil. Und damit können wir dann dieses Wort, was wir da in unserer Liste haben, im Kontext uns erarbeiten. Die 7. Formel, die dient dazu, dass wir das Wort dann in einem Wörterbuch finden, einem frei zugänglichen Wörterbuch. Wiktionary, ähnlich wie der Duden, liefert uns das Aussagen zur Grundform oder zu den verschiedenen Formen, ob Singular oder Plural oder was auch immer da möglich ist. Wir können uns das in Wiktionary anschauen und lernen dazu auch eine Menge kennen, aber das gilt eben wahrscheinlich hauptsächlich für die Zeilen, die eben weiß hinterlegt sind. Das, was gelb hinterlegt ist, das ist das Fachvokabular. Das ist das, was ich hier in der Tabelle kurz sage zu den Formeln. Dieses habe ich eben kurz geschildert, damit ihr Interesse bekommt, euch das nächste Video anzuschauen, wo die Formeln dann auch in Aktion gezeigt werden. Das heißt, ihr seht, wie funktioniert das? Was bringt das, wenn man auf diesen Link, der in Excel berechnet wurde, klickt? Das wird dann aber nicht mit PowerPoint, sondern mit Camtasia aufgezeichnet. Und das könnt ihr dann auch nutzen, um euch diese Arbeitsmappe für die Industriekaufleute herunterzuladen. Das geht dann über die Informationsschaltfläche oder über die Beschreibung zum Video. So, jetzt habe ich schon lange genug geredet. Ich freue mich dann, wenn ich euch bei der Vorführung dieser Funktionalität von Excel begrüße bei dem Video. Und für jetzt sage ich erstmal Tschüss.